Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und bei mir auf dem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Bei mir gibt es auch Tipps und Tricks und heute habe ich mal wieder einen Tipp, um Geld zu sparen beim Pinseln. Und zwar, ihr benutzt ja die Pinsel für Pateks. Jetzt müsst ihr nicht unbedingt immer einen neuen kaufen. Gut, das Ganze ist jetzt ziemlich steif, aber wenn ihr das ein bisschen dicker, also den Pateks drauf habt, geht da hin, schneidet den einfach so ein bisschen runter. Ja, mit der Cutterklinge ein bisschen aufpassen. So, ja. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und dann könnt ihr damit eigentlich das Ganze wieder verteilen. Ist jetzt nicht, dass ihr damit richtig pinseln könnt, aber halt zum Auftragen reicht das auf jeden Fall, bevor ihr irgendwie wieder einen neuen Pinsel benutzen müsst. Dann der zweite Tipp, wenn ihr zum Beispiel mit FlexiPaint den Topcoat drauf gemacht habt, nimmt er einfach Wasser, spült den erstmal gut aus, nimmt ein Behältnis mit Wasser drin, lasst den erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde, irgend so was in der Art, ein bisschen einweichen und dann legt er den einfach zum Trocknen hin. Danach sind die Borsten zwar nicht mehr ganz so weich wie vorher, aber wie ihr seht, kann man da immer noch wieder mit pinseln. Ist jetzt auch nicht schlimm, weil bei dem Pinsel vom Topcoat entstehen zwar immer so ein bisschen kleine Bläschen, aber beim Trocknen gehen die von automatisch weg. Also braucht ihr euch da keinen Kopf zu machen. Dann wascht ihr das Ding einfach wieder aus und könnt ihn wieder benutzen. Den hier, den habe ich weiß nicht wie oft schon benutzt. Wie gesagt, immer schön mit Wasser, ganz normal im Auswaschen. Ein bisschen einweichen lassen, trocknen lassen und dann ist das wieder gut. So, ich hoffe, der Tipp kann euch ein bisschen beim Geldsparen helfen beim Pinseln. Wir sehen uns.